Hallo Freunde, leider hat nicht jeder das Glück, sich seinen Nachbarn aussuchen zu können. In vielen Fällen sind es ganz normale Menschen, die immer bereit sind zu helfen. Manchmal, wie in unserem Fall, müssen wir akzeptieren, was wir haben und, wie Sie sicher verstehen können, weit gefehlt haben. Man kann mit jedem ein problemloses nachbarschaftliches Verhältnis pflegen. Das Leben wird dann von Tag zu Tag unerträglicher. Genau das passierte einem gewissen Jason Windows aus einer amerikanischen Stadt. Santa Rosa, Kalifornien, nur für ein paar Monate. Zuvor war der Mann aus Texas hierher gezogen. Wie verhält man sich in einer solchen Situation? Zuerst ging er um alle Nachbarn herum und bot ihnen für eine Person gebackene Süßigkeiten an. Als sie ihn ansahen, machten alle den Eindruck, dass sie anständige Menschen seien. Aber Jason hatte damals keine Ahnung, wie falsch er lag. Viele scheinen zu verstehen, dass ein neues Haus neue Sorgen mit sich bringt, besonders wenn man zwei große Hunde zu Hause hat, die beste Freunde sind und gleichzeitig als Familienmitglieder gelten. Jasons Hunde sind überhaupt nicht schlecht, im Gegenteil, sie mögen Kinder, aber da das neue Haus keinen Zaun hatte, beschloss der Mann klugerweise, es hauptsächlich zu bauen, damit die Hunde im Hof spielen konnten und gleichzeitig, damit Passanten hinter dem Zaun könnten sie nicht sehen, weil den Nachbarn das nächtliche Bellen der Hunde wohl nicht gefallen würde, erklärte der Mann später, und ein solcher Zaun sei für das sichere Verhalten von Hunden zumindest notwendig. Nur ein paar Tage später machte sich Jason an die Arbeit. Er brauchte fast einen Monat, um einen 182 cm hohen Zaun zu bauen. Wie der neue Bewohner später erzählte, sah er seine Nachbarn jeden Morgen und Abend. Wir begrüßten uns und sie fragten mich, was ich baue. Ich erzählte ihnen, dass ich einen Zaun baue, und keiner von ihnen hatte irgendwelche Einwände oder Anzeichen dafür, dass er sich daran störte. Als alles erledigt war und der Mann erleichtert aufatmete, wurde klar, dass seine Freude nach getaner Arbeit nicht lange anhalten würde. Jason erhielt die Vorladung ins Rathaus. Ihm wurde erklärt, dass einige seiner Nachbarn, von denen es mehrere gab und deren Namen sie ihn natürlich nicht nannten, sich darüber beschwerten, dass der Zaun sie behinderte, dass sie darüber nicht auf die Straße sehen konnten. So die Einheimischen. Die Behörden prüften die Beschwerde und kamen zu dem Schluss, dass der hohe Zaun den städtebaulichen Vorschriften der Stadt und dem Bebauungsplan widerspreche. Der Mann versuchte sein Bestes zu erklären, dass der Fötus es brauchte, dass er viel Geld und Zeit dafür aufgewendet hatte und überhaupt nichts Intensives. An diesem Ort gibt es keinen Straßenverkehr, aber die Behörden blieben hartnäckig. Auf der ersten Seite war sich Jason überhaupt nicht bewusst, dass er auf der zweiten Seite etwas verletzte. Wer auch immer die Beschwerde geschrieben hat, wusste es gut, er hat Jason nur nichts davon erzählt, sondern ihn einfach bauen lassen, wir lassen ihn den Zaun abreißen. Die Stadtverwaltung war nur dann bereit, dem Mann entgegenzukommen, wenn die Beschwerdeführer ihre Beschwerde zurückzogen. Wie der Mann später verriet, waren es seine nächsten Nachbarn, die ansonsten bereit waren, jeden Tag ein Bußgeld zu fordern. Wenn Jason seinen Zaun nicht gemäß den geltenden Vorschriften genau um die Hälfte auf die vorgeschriebenen 91 cm kürzt, ist das eine unangenehme Situation. Jason hatte keine andere Wahl, als zu den Nachbarn zu gehen und zu versuchen, mit ihnen allen zu verhandeln, als hätte ein Mann behauptet, sie hätten nichts damit zu tun. Diese Leute haben sich seltsam verhalten. Wenn einem etwas auf dem Herzen liegt, sagt man es den Leuten ins Gesicht. Und sie werden sich nicht verstecken, aber Gesetze sind Gesetze und der Mann musste anfangen, seinen Zaun einzureißen. Natürlich war er außer sich vor Wut, aber er konnte nichts tun. Was ihm am meisten leid tat, war nicht, dass er den Zaun abreißen musste, wussten sie aber genau über das Verhalten der Nachbarn und sagten ihm nichts. Sie wussten damals noch nicht, welche Überraschung Jason für sie bereithalten würde. Da Jason an der Spitze eines Transportunternehmens stand, fiel ihm beim Abtransport des Schutz nach dem Abreißen eines Zauns auf, dass er in seinem Lager noch alte Schaufensterpuppen hatte, die in Geschäften verwendet werden. Kleidung, und da hatte er eine brillante Idee. Wenn Sie neugierig sind, was in meinem Garten hinter dem Zaun vor sich geht, werde ich Ihnen sicher gefallen, dachte Jason und fand eine Verwendung für die Schaufensterpuppen. An diesem Abend brachte der Mann die Schaufensterpuppe auf sein Grundstück und stellte sie an den Zaun. Er gab sich keine Mühe, sie anzuziehen. Wenn Sie sie sehen möchten, werden Sie eine Party genießen. Aber Schaufensterpuppen waren nicht alles. Der Mann ließ den Nachbarn Platz, holte ein altes Fass heraus und befestigte ein Schild daran, das speziell für einen neugierigen Nachbarn reserviert war.
Wer sich beim Gemeindeamt über meinen Zaun beschwert hat, es war ein kleiner Protest, der Mann hat alles mit Humor genommen. Damals ahnte er noch nicht, dass die Schaufensterpuppen bald zu einer lokalen Attraktion werden würden. Mit so viel Aufmerksamkeit hatte Jason nicht gerechnet. Ein paar Tage später hielten alle, die an der Straße vor seinem Haus vorbeikamen, an und machten Fotos, sogar normale Passanten begannen, diese Skulptur zu fotografieren. Außerdem befiehlt und bewegt die Schaufensterpuppe sie regelmäßig einmal, er schaltete sogar nachts das Licht ein und schmückte die Schaufensterpuppen mit Lichtern. Andami Jason spielt auch Musik. Du wolltest Disco, also schau und hör zu. Natürlich konnte ein solcher Protest gegen die Verletzung der Privatsphäre nicht unbemerkt bleiben, aber die Anwohner protestierten nicht. Im Gegenteil, sie lobten die Idee des Mannes und strömten zu dem Ort, um Fotos zu machen. Sogar die Medien haben Interesse gezeigt, Fernsehteams kommen hierher, um Filmberichte zu machen, und Jason selbst ist überrascht, wie viel Aufmerksamkeit sein Auftritt auf sich gezogen hat. Was die Nachbarn betrifft, denen das alles passiert ist, müssen sie oft gemerkt haben, wie gut die Dinge früher waren. Außer dass Jason sie. Oft organisiert er direkt vor seinen Augen Diskotheken, sodass auf der Straße, egal wie es ist, um ein Vielfaches mehr Menschen unterwegs sind als zuvor. Man muss bedenken, dass das Wichtigste überhaupt darin besteht, menschlich zu bleiben und nichts hinter seinem Rücken zu tun. Vernünftige Menschen sind sich schließlich immer einig. Freunde, schreibt eure Meinung und wie würdet ihr euch an der Stelle des Mannes verhalten? Wenn Ihnen das Video gefallen hat, liken Sie den Kanal und abonnieren Sie ihn. Wir sehen uns bald wieder.